Alter, wenn das tropft, tropft das in die Powerbank. Geht nicht. Und solange ich mich bewege, ist die Kühlung sogar noch besser. Ich würde das halt geil finden, ne? Wenn du so in der U-Bahn sitzt und dann sitzt da jemand mit so einem Gerät gegenüber. Dieses Scheißding wird zu laut, das wissen wir alle. Das wird zu warm, der Lüfter dreht zu hoch. Und es gibt nur eine einzige Lösung. Eine Wasserkühlung. Und wir lassen uns natürlich nicht lumpen. Das Teil muss kompakt, mobil, am Steam Deck befestigt sein. Und es muss natürlich besser kühlen als der Luftkühler. Und warum das Teil so laut und warm wird, schauen wir uns mal kurz an. Und das liegt an diesem kleinen unterdimensionierten Kühler. Gebogene Heatpipe, ein paar Finnen und eine Kupferplatte. Das war's. Und natürlich habt ihr noch den schönen Lüfter hier, der richtig schön laut aufdreht und richtig Lärm macht. Und genau hier setzen wir der Wasserkühlung an. Und der Vergangenheitsjahren im Homeoffice erklärt euch mal ein bisschen genauer, wie die Wasserkühlung funktionieren soll. Hi und damit viele Grüße aus dem Homeoffice. Ich habe die letzten paar Wochen damit verbracht, diese Wasserkühlung zu konstruieren. Wir schauen uns mal ganz kurz an, wie diese Idee dahinter überhaupt aussieht. Das erste, was wir brauchen, ist ein Ausgleichsbehälter. In dem Ausgleichsbehälter ist natürlich Wasser drin. Jetzt müssen wir eine Pumpe daran bauen. Die Pumpe hat natürlich Verbindung zum Ausgleichsbehälter und sie hat auch einen Ausgang. Wir den Schlauch anschließen später. Natürlich brauchen wir auch wieder den Eingang in den Ausgleichsbehälter, wo das Wasser wieder zurückkommt. Ausgleichsbehälter, Pumpe. Wo ist der Radiator? Es ist der Ausgleichsbehälter. Das hier ist die Seitenansicht. Und wir nutzen ein Aluminiumprofil und montieren das hier mit Schrauben drauf. Das bedeutet, der Behälter ist auf der Rückseite zu und wird vorne von dem Aluminiumprofil abgedichtet. Wie funktioniert unsere Wasserkühlung? Wir haben einen kleinen Chip, der mit Schläuchen verbunden ist. Die Wärme dieses Chips ist konzentriert auf eine kleine Fläche. Diese kleine Fläche vergrößern wir mit Hilfe dieses Wasserkreislaufs auf diese Fläche und auf das ganze Profil dann. So viel zur Theorie, denn was ich als nächstes gemacht habe, ist, das alles mal in schön aufzuzeichnen. Und diese Zeichnungen, inklusive der ganzen Werte, klatschen wir jetzt mal ins CAD-Programm. Ausbekommen haben wir ein 3D-Modell vom Ausgleichsbehälter. Und wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, wollen wir das Ganze natürlich 3D drucken. Ist ja klar. Und das hier, das ist mein kleines Baby, mit dem wir jetzt gleich drucken. Es ist ein Creality CR10, hat eine sehr, sehr große Druckfläche, sehr, sehr präzise und optimal für sowas. Beim Filament gibt es natürlich allerlei Auswahlmöglichkeiten. Wir verwenden ganz normales PLA, ist relativ gut von der Qualität. Und andere Sachen, wie zum Beispiel TPU oder PETG, verwenden wir eher dann, wenn uns PLA praktisch nicht mehr das liefert, was wir eigentlich brauchen. Also muss es zum Beispiel flexibel sein oder muss es besonders resistent gegenüber irgendwelchen Flüssigkeiten sein. Ja, PLA, genauso wie die anderen Kunststoffe, die man mit dem 3D-Drucker verwendet, sind allgemein natürlich hitzeempfindlich. Das bedeutet, wird das Ganze ein bisschen wärmer, kann es sein, dass der Kunststoff weicher wird. Darauf müssen wir natürlich achten und schauen, dass sich dadurch keine Probleme ergeben. Doch genug gelabert, wir drucken jetzt. Der 3D-Drucker ist fertig. Der hat jetzt für das Objekt ungefähr 9 Stunden gebraucht. Aber bevor wir uns jetzt die 3D-gedruckte Wasserkühlung anschauen, müssen wir ein paar weitere Bearbeitungsschritte durchgehen. Das ist zum einen die Schlauchanschlüsse, die habe ich auf der Drehbank gedreht. Ich habe den Wasserkühlungsbehälter innen mit Epoxidharz versiegelt und ich habe das Aluminiumprofil gebohrt und Gewinde reingeschnitten. Alles sehr aufwendig. Vielen Dank an dich, Vergangenheitsjahren, und vielen Dank für die viele Arbeit und dieses schöne Paket, wo alle unsere Teile drin sind. Dann lasst uns mal zusammenbauen. Dann montieren wir mal den kleinen Kühler mit unserer Halterung. Schon Wärmeleitpaste.
genau drauf. Unser Wasserkühler ist jetzt dran und wir bauen den Radiator zusammen. Dafür haben wir unseren kleinen Ausgleichsbehälter und den hübschen O-Ring. Der muss hier genau rein. Jetzt können wir unser Profil aufschrauben, was hier mit dem O-Ring perfekt abdichten sollte. Hoffentlich. Okay, sollte dicht sein. Hoffentlich. Und natürlich die Pumpe drauf. Kommt hier rein. Was machen wir jetzt? Die Montagenbefestigung für Steam Deck und für die Powerbank. Jetzt kommt der wichtigste Punkt, die Vereinigung. Und jetzt natürlich noch das Wichtigste, die Schläuche. Und dann befüllen wir es. Richtig geil, oder? Ja, ist jetzt deutlich schwerer und natürlich nur minimal größer. Aber hat schon was. Und auch jetzt, lasst uns das Ding unter Wasser setzen. Ja, es steht natürlich jetzt auch. Das ist super unschön, was ich jetzt machen muss. Vor allem ist es echt nicht so ohne. So. Wilde Konstruktion ist aber relativ simpel. Alter, wenn das tropft, tropft das in die Powerbank. Geht nicht anders. Das sind halt jetzt ungefähr zu 30 solche Spritzen zur Warnung. Das ist jetzt noch nichts. Das sieht ganz gut aus. Sobald da keine Luftblasen mehr kommen, sondern Wasser, na dann ist in Ordnung. Wasser! Woo! Okay, damit haben wir es voll. So. Oh mein Gott. Jetzt muss hoffen, dass nicht irgendwas ausläuft. Das Ding ist voll wie ich Freitag nach der Arbeit. Okay, die Temperaturen sind jetzt um 30 bis 40 Grad niedriger. Das Teil ist aber mindestens genauso laut. Ja, aber es ist wassergekühlt. Ja, es ist wassergekühlt, aber es ist mindestens so genauso laut. Aber es ist passiv wassergekühlt. Ja, aber... Na gut, ich kann es dir lassen. Immerhin kannst du es dann hinstellen, einfach auf den Tisch und es bleibt stehen, I guess. Und solange ich mich bewegt, ist die Kühlung sogar noch besser. Ich seh schon, wie du im Zug da sitzt und einfach machst. Im zukünftigen Umbauten, ne? Ja. Da wäre es ja nicht ungeil, wenn du die Batterie, eine andere Pumpe, die nicht so scheiße laut ist, nimmst, die damit Strom versorgst, das Steam Deck für mehr Akkulaufzeit und vielleicht noch ein internes USB-Hub dann reinbaust. Weil dann kannst du das Steam Deck einfach hinstellen, versorgst es mit Strom, Tastatur, Maus, HDMI out und du hast tatsächlich einen vollwertigen Rechner und nicht was auch immer das. Ja, komm jetzt, es ist laut. Nächstes Mal baue ich das mit rein. Das hat genug Zeit verschwendet. Mein Herz hast du nicht gewonnen. Deins schon. Dein aber Herz ist auch aus Stein. mag sein, ja, mag sein. Aber gut, es ist halt ein geiles Bastelprojekt. Weil es ist ein wassergekühltes Steam Deck. Mobil wassergekühltes Steam Deck. Ich muss das hier nirgendwo anschließen. Weißt du, das Problem ist auch, du kannst halt den GPU-Takt erhöhen, ne? Also praktisch Overclocking. Ja, wir haben Power Draw Maximum. Ich weiß. Ne? Aber das Ding ist auch, die Temperaturen sind geiler, du kannst deswegen erhöhen, aber die Akkulaufzeit, die ist ja sowieso mies. Ja, aber du kannst ja Und notfalls hier deswegen- mit deiner Powerbank Ja, aufladen. aber nicht, gerade mit diesem Bild kannst du es ja nicht parallel machen momentan. Ja, dann lötest du halt hier sowas noch dran. Ja, exakt. Da muss man noch mehr machen. Also kurzum, too long didn't read. Jan, geh in die Produktentwicklung, ja. Geh zu Valve und sag, also Leute, so geht's nicht. Und Leo, willst du was machen? Sagen wir, pass auf, gratis, ja. Jan macht das gratis. Würdest du das mit dem Steam Deck machen? Jetzt hör auf ihn zu beeinflussen. Garantie mal abgesehen. Kostenlos. Kostenlos. Ja. Kostenlos, ja. Ich würde es nicht mal kostenlos machen. Ich würde es, jetzt ohne Scheiß, weil es ist zu laut. Na und? Es ist wassergekühlt. Nein, das ist schon Flex, weißt du? Ja. Es ist Flex, ja. Muss ich auch sagen, Flex. Dann okay, das kann ich respektieren. Aber du kannst ja meine Puste wenigstens, damit es hier ein bisschen kühler wird. Aber Aber jetzt habe ich wieder Fahrtwind, das ist richtig Das gut. war ja vorher schon super nervig. Ja, frag den Stefan, der weiß nicht, worum es geht. Achso, das ist das gemoddete Teil, okay. Schön, oder? Und überhaupt nicht zu laut. Schön, wie du ihn seine eigene Meinung formen lässt. Nimm mal in die Hand, Stefan.
Ja, Was hältst du denn ihr habt davon? das jetzt übertakten können, oder wie? Das auch. Naja, wie stark meine ich? Das geht halt nur bis 1600. Es geht eigentlich nur um die Wasserkühlung. Ich meine, ich sitze jetzt gerade zum ersten Mal in dem Teil, ne? Also deswegen kann ich da jetzt keinen Vorher-Nachher-Vergleich oder so liefern, aber... Es war vorher scheiße laut, es ist jetzt Ja, scheiße es macht laut. hier ein bisschen gerade Geräusche, weil es ein bisschen Luft... Ich würde das halt geil finden, ne? Wenn du in so einer U-Bahn sitzt und dann sitzt da jemand mit so einem Gerät gegenüber. Es ist halt maximal MacGyver und Steampunk. Ja, es hat manchmal ein bisschen Luft. Das ist laut. Jetzt hör auf mit deinem Laut, darum geht's nicht. Aber ich meine, also es wird warm, aber es ist jetzt nicht mal unangenehm. Also du kannst Ja. die Hand problemlos drauflassen, insofern. Das ist komplett passiv dann, kein Lüfter. Also ich meine, das ist eindeutig natürlich ein PCGA-Produkt, was wir jetzt sehen. Ja klar, Eindeutig. klar. Ausgereift bis zum geht nicht Das mehr. ist die Nische für die Nische. Ja. Wenn man das jetzt so irgendwie abstützt oder sowas, ne, also überhaupt kein Problem. So. Ja, du kannst es ja nicht auf den Tisch abstellen, weil du dann nicht mehr mit den Händen richtig rankommst. Ja, musst du eine Maus anschließen. Ja. Jetzt steht es wenigstens. Jetzt kannst du eine Maus, HDMI und so weiter anschließen, ohne dass es umkippt. Achso, das hast du da gemeint. Ja, das ist eindeutig ein Upgrade. Ja, gell? Ja, die Frage ist, wie kriegen wir die Übertaktungssperre jetzt raus, ne? Wenn das irgendwie Das limitiert liegt am ist. Akku, das ist ein Problem wahrscheinlich. So, wir haben was für dich. Was ist das denn? Gameboy. Getunter Gameboy. Muss das so laut sein? Ja, das gehört so. Ich find das Geräusch, also das hat was Beruhigendes, das vibriert Ja, die gell? ganze Zeit. Und wie ist das, wenn man sich das hier auf die Klöten legt? Ist das angenehm? Ist angenehm auf jeden Fall. Ja. Aber ich denke, also ich bin ein Schneemann und im Sommer ist es, glaube ich, nicht so geil, oder wird es warm? Hast du schon mal getestet? Ja. Okay. Also das. Okay. Dann ist es Klöten im, auch, Winter, aber- im Winter ist es dann, glaube ich, ganz geil, denke ich. Aber jetzt aktuell bringen wir das im Bett in 6 Aber Monaten nochmal. das Gute ist, wenn du irgendwo im Zug sitzt, ja, Fenster das auf, raushalten und es kühlt sich automatisch. Passiv. Ach so, und stimmt. So, Ja. du musst gar nicht, also du musst, oder du läufst einfach rum. Was ist, wenn du die Pumpe ausmachst? Dann ist es nicht Dann voll wird's leise warm. und ja, ich meine, du hältst das Ding, also geht Ja, das. du hast halt hier nur diese kleine. Ja, wenn man pustet oder rumläuft, dann hast du automatisch eine bessere Kühlung. Mach mal die Pumpe aus, damit man den Unterschied hört. Nein. Jetzt Du Exakt. könntest auch die Pumpe wegmachen und einfach nur hier einen Lüfter drauf packen. Das habe ich auch gesagt. Nein. Und weißt du warum? Weil wir recht haben, Jan. Weil Es das ist- ist die High-Edition. Der Sinn dahinter ist, es ist eine Wasserkühlung, die mobil ist. Nicht mehr, nicht weniger. Das glaubst du doch selbst Das nicht. ist wirklich geil. Hast du schon erklärt, dass du das alles selbst gemacht hast und sowas? Das ist schon, Ja. schon krass. Also, das könnt ihr bestimmt nicht. Ja, was ist das denn? Tob dich aus. Ja, warte, ich muss mal Spekuliereisen hier greifen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. So. Achso, aber eigentlich glaube ich, soll ich hören, ne? Nein, nicht hören. Ja, nicht hören. Ja, Einfach dann, nur sagen, wie toll Dann du das gib mir findest. Oropax. Dann hören wir nichts. Ja, Aber gib das doch mal. nein, ich schätze, das soll da so eine Kühlung. Aber der macht richtig Radau, ne? Also, Ja, aber er kühlt ja auch gut. ja, ich meine, das Vibrieren, ich will da jetzt unkommentiert Das ist lassen. eine Wasserkühlung. Ja, aber das vibriert aber doch. Ja, gut gemacht, aber irgendwie müsste man an der Geräuschkulisse, glaube ich, noch etwas arbeiten. Gut Aber gemacht. das schaffst du ja bestimmt noch weiter, Na klar. weiterentwickeln und weiterbauen. Wird schon. Noch ein paar Jahre. Hört nicht auf die anderen. Das Teil ist geil. Hat sich das gelohnt? Ja, es hat sich gelohnt. Egal, was die anderen sagen. Das Teil ist einfach geil. Es ist zu laut, ja. Es ist vielleicht nicht unbedingt praktisch, aber es ist einfach cool. Es ist eine mobile Wasserkühlung für Steam Deck. Punkt. Lautheitswerte machen wir natürlich aus offensichtlichen Gründen nicht. Vor allem wegen meinen Gefühlen. Ihr habt mir schon das Herz gebrochen. Ich bin am Boden. Du hast es dir selbst gebrochen. Ich habe was Schönes und ihr fokussiert euch nur auf die Pumpe. Es funktioniert. Das Konzept funktioniert. Der passive Konzept funktioniert. Es ist deutlich kühler als vorher und es ist mobil. Ich habe alles erreicht in meinem Leben. Aber was meint ihr zu dieser super coolen Steam Deck Wasserkühlung, die natürlich überhaupt nicht zu laut ist und super geil kühlt? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder auch nur Ideen für neue Projekte. Wenn euch diese Bastelprojekte gefallen, dann lasst mir unbedingt einen Like da, damit ich weiterhin Unmengen an Stunden unnötig in solche Projekte stecken darf. Schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.